Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die Musterbriefe und Textbausteine. Und zwar geht es diesmal um die Mängelrüge, die anschließt an die letzten Videos, wo es um die Beschwerde und die Reklamation ging. Kurze Zusammenfassung: Wenn ich etwas bestelle und das wird geliefert und etwas passt nicht, dann kann ich mich beschweren. Das heißt, ich kann zum Beispiel kundtun, dass etwas, was in der Werbung genannt wurde, gar nicht gestimmt hat. Bei der Reklamation hat auch etwas nicht gepasst, aber ich fordere auf, dass man das korrigiert. Das heißt, da ist man dann bei den Garantiebestimmungen. Und die Mängelrüge ist ein dritter Begriff, den manche dahingehend interpretieren, dass er die Anzeige des Mangels oder die Einforderung, was man für eine Handlung erwartet, bei der Reklamation darstellt. Es gibt aber auch die Trennung, dass die Mängelrüge dann eine Reklamation ist, wenn zwei Unternehmen miteinander zu tun haben. Das heißt, wenn ein Meierwille jetzt sich einen Schrank kauft und der hat einen Fehler und er reklamiert das, dann ist das eine Reklamation. Er möchte den Schrank wieder abgeholt haben oder repariert haben oder einen geringeren Preis, was auch immer. Wenn der Meierwilli aber ein Möbelgeschäft hat und 20 Schränke bestellt und es kommen nur 15, dann ist es eine Mängelrüge. Er zeigt dem Anbieter an, dass bei der Lieferung ein Fehler passiert ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Recht auf Wandlung. Das ist ein Zurücktreten des Kaufvertrags. Das ist für eine Privatperson normalerweise nicht das Thema. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwas überhaupt nicht funktioniert und der Anbieter sagt, wir können das Ganze vergessen auch. Normalerweise ist das aber ein Thema eines Unternehmens. Dann Recht auf Minderung ist, dass der Preis reduziert wird, je nach Situation. Dann gibt es die Ersatzlieferung und den Schadenersatz. Wir schauen uns jetzt die Mängelrüge an. Das heißt, das sind Situationen, die Unternehmen betreffen. Also zum Beispiel Mängelrüge wegen zu geringer Lieferung. So gehört's. Sehr geehrte Damen und Herren, und zwar überlegen wir uns Folgendes. Das Frühjahr beginnt und viele wollen sich eine Funkwetterstation im Garten montieren und daher steigt die Nachfrage, wie es im Frühling immer ist, wenn die Leute raus wollen. Und wir haben 50 Stück bestellt und die Bestellung wurde pünktlich geliefert. Aber wir sind dann beim Auspacken draufgekommen, dass es nicht 50 Wetterstationen sind, die uns geliefert wurden, sondern nur 30. Und das ist momentan sehr unangenehm, weil die Leute fragen sehr häufig danach. Wir haben bei Ihnen am Datum 50 Stück Funkwetterstationen Modell irgendwas, ist egal, bestellt. Diese sind heute pünktlich geliefert worden, aber bei der Kontrolle der Lieferung haben wir feststellen müssen, dass es in Wirklichkeit nur 30 Stück waren. Diese Wetterstationen sind aktuell sehr gefragt und daher brauchen wir die fehlenden Stück so rasch als möglich. Wir bitten Sie um Überprüfung, warum zwar auf dem Lieferschein die 50 Stück vermerkt
sind aber nur 30 wirklich geliefert wurden und vor allem um rasche Nachlieferung der fehlenden Ware. Die Rechnung über 50 Stück passt, wird aber erst bezahlt, wenn die fehlenden Produkte angekommen sind. Bei Rückfragen braucht man eigentlich nicht, es ist klar, was los ist. Man könnte noch schreiben, bitte teilen Sie mir mit, wann ich mit der Nachlieferung rechnen kann. Das ist optional, das hätten wir jetzt nicht unbedingt schreiben müssen. Mit besten Grüßen, Name. So, schauen wir uns das Ganze an. Also, zuerst einmal, worum geht's? Wir haben am Datum, damit findet man die Bestellung. Und auf der Bestellung gibt es alle Daten und mit der Mailadresse, mit der man dieses Schreiben rauslässt, hat man außerdem zusätzliche Kontaktdaten. Es kann aber sein, dass die beiden Unternehmen sowieso ständig zusammengearbeitet haben und von daher ist das alles kein Problem. Also Kontaktdaten eigens braucht man hier nicht anführen. Zu dem Datum wurden 50 Stück von der Wetterstation Modell irgendwas bestellt und man hat jetzt die Lieferung entgegengenommen, aber als man ausgepackt hat, hat man festgestellt, es sind nur 30 da. 20 fehlen. Jetzt kann es sein, dass man 50 Stück von irgendeiner Ware bestellt und draufkommt, ja, 30 passt eigentlich auch. Dann hätte man hier eine Situation gehabt, wo man sagt, Freunde, geht's mit dem Preis runter und schreibt eine neue Rechnung und dann passt das für uns. In dem Fall ist die Information aber, die Wetterstationen sind sehr gefragt. Das heißt, mit den 30 Stück werde ich nicht lange weit kommen. Ich brauche die so schnell wie möglich. Dann kann man schreiben, dass man darum bittet, zu überprüfen, wieso auf dem Lieferschein es gestimmt hat, aber tatsächlich nur 30 geliefert wurden. Da war irgendwo ein Logistikfehler und für den Anbieter ist das eine wichtige Situation. Jetzt kann es sein, dass das ein ganz neuer Kontakt ist. Es kann aber auch sein, dass die schon lange zusammenarbeiten und A ist daran interessiert, dass B weiß, wo es zwickt, wo er nachschauen muss. Und daher ist dieser Hinweis auch wirklich wichtig. Aber vor allem brauche ich rasch die fehlenden Stück. Und jetzt habe ich das Problem auch, ich habe 30 bekommen, aber ich habe eine Rechnung über 50 Stück. Jetzt kann man sagen, die Rechnung vergiss und ich brauche eine neue über 30 Stück. Da ich aber sowieso alle brauche, schreibe ich, dass die Rechnung über die 50 Stück passt. Aber natürlich bezahle ich erst, wenn ich alle habe. Völlig klar. Und optional kann man dann schreiben, bitte teilen Sie mir mit, wann die anderen 20 daherkommen werden. Weil wenn die 30 ausverkauft sind, dann möchte ich den Leuten sagen können, wann sie mit den nächsten Exemplaren rechnen können. Und damit hat man eine Mängelrüge relativ einfach dargestellt. Und jetzt schauen wir uns einen zweiten Fall an. Und zwar wegen schadhafter Ware. Stellen wir uns vor, wir haben einen Computerhandel und der geht momentan ziemlich gut. Und es gibt ein Modell bei den Monitoren für den PC für zu Hause. Und ich habe 20 Monitore bestellt. Aber da ist irgendwas Gröberes passiert, weil 10 davon sind schadhaft. Also wahrscheinlich ein Verkehrsunfall, genaueres weiß man nicht. Dann kann man das so schreiben.
Wir haben wieder das Datum, 20 Stück Monitor vom Typ 000 bestellt und diese sind heute auch angekommen. Beim Auspacken der Lieferung ist uns aber aufgefallen, dass die Hälfte, nämlich genau 10 Stück, schadhaft sind. Diese Monitore haben zum Teil eine abgeschlagene Ecke, zum Teil ist die Bildschirmfläche beschädigt. Damit sind diese Geräte nicht mehr brauchbar. Der Schaden sieht so aus, als ob beim Transport ein Unfall passiert ist, beim Umlagern oder vielleicht wirklich ein Verkehrsunfall. Ich habe einige Fotos von den schadhaften Geräten gemacht und schließe sie diesem E-Mail an. Die anderen 10 Geräte sind in Ordnung. Und hier haben wir eine Weiche, wenn man so will. Man kann jetzt zwei Situationen sich überlegen. Die eine Situation ist, dass man sagt, okay, ich habe 20 bestellt, aber mit die 10 komme ich jetzt aus. Das heißt, die Rechnung über 20 Stück muss reduziert werden. Die andere Möglichkeit wäre, ich brauche 20 Stück, dann haben wir praktisch die Situation wie vorher bei den Wetterstationen, dass nämlich die anderen 10 nachgeliefert werden müssen. Wobei man hier aber eine andere Situation hat, weil man hat ja auch 10 schadhafte vor der Nase und mit denen muss man auch irgendwas machen. Machen wir das vielleicht beides? Variante A. 10 Stück passen. Da die Nachfrage momentan nicht sehr hoch ist, könnten wir mit den 10 Stück auskommen. Deshalb bitten wir um eine reduzierte Rechnung mit genau diesen 10 Monitoren. Und damit haben wir es eigentlich erledigt, weil wir haben angezeigt, 10 sind defekt und die Mängelrüge bezieht sich darauf, dass ich keine Lust habe, für 20 zu zahlen, wenn nur 10 weiter zu verkaufen sind. Und ich fordere daher auf, dass die Rechnung reduziert werden soll. Variante B. Ich brauche 20 Stück. Da die Nachfrage momentan sehr hoch ist, also genau andersrum, brauchen wir unbedingt 20 Stück. Ich bitte daher um rasche Nachlieferung der 10 Stück, damit wir die Kundennachfrage abdecken können. Die Rechnung über die 20 Monitore passt daher auch. Das sind die zwei Situationen, die möglich sind. Also in einem Fall sage ich, okay, an sich habe ich 20 bestellt, aber momentan passen die 10, dann braucht man keinen weiteren Aufwand machen.
Und die Variante B ist, ich brauche die 20 Stück, also müssen 10 nachgeliefert werden und ich brauche die relativ bald, also eine rasche Nachlieferung. Das heißt, hier habe ich es mit einer reduzierten Rechnung zu tun und hier mit einer raschen Nachlieferung. Das sind zwei klassische Situationen, wie sie im Geschäftsleben zwischen Unternehmen vorkommen können. In beiden Fällen habe ich aber jetzt ein Problem. Ich habe nämlich 10 Monitore, die kein Mensch mehr brauchen kann. Bitte teilen Sie mir mit, was mit den defekten Monitoren passieren soll. Wir können sie Ihnen zurückschicken oder aber wir entsorgen sie gleich, weil verkaufen kann man diese ohnehin nicht mehr. Mit besten Grüßen, Name. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Also, wir haben mit Datum irgendwas 20 Monitore bestellt, die sind auch gekommen, aber 10 waren beschädigt. Das ist öfter schon mal vorgekommen. Es kommt dann darauf an, was das für eine Ware ist, weil bei Kleidung müsste schon die Kleidung zerrissen sein, aber bei so technischen Geräten, da kann schon passieren, wenn irgendwo ein Unfall war. Der Anbieter weiß das nicht, also muss ich ihm das anzeigen. Gut, dann habe ich Schäden, die eindeutig auf einen Unfall hinweisen und die Geräte sind nicht mehr brauchbar. Der Schaden weist auf einen Unfall hin und ich habe ein paar Fotos gemacht als Beweis und die kann ich diesem E-Mail anschließen und was wichtig ist, die anderen 10 Geräte sind in Ordnung. Damit habe ich einmal angezeigt, was los ist und dann habe ich zwei Möglichkeiten, wie besprochen. Wenn ich mit den 10 momentan klarkomme, dann muss die Rechnung reduziert werden. Wenn ich die anderen brauche, dann brauche ich die Nachlieferung. Und dementsprechend passt dann die Rechnung über die 20 Monitore wieder. Und dann geht es darum, was mit den defekten Monitoren passieren soll und das soll dann der Anbieter kundtun. Wahrscheinlich wird er darum bitten, dass man die Monitore entsorgt. Und damit hat man eigentlich die typischen Situationen abgearbeitet. Und es zeigt sich wieder, dass es eigentlich relativ einfach geht, egal welche Situation vorliegt. Ich habe mal eine Einleitung, was ist das Problem? Bei manchen Problemen braucht man ein bisschen mehr Beschreibung, bei manchen Problemen ist es selbsterklärend, also speziell dann, wenn zu wenig geliefert wurde, ist das in einem Satz gesagt. In dem Fall haben wir zwei verschiedene Situationen durchgespielt. Und dann geht es einfach nur darum, ob man noch weitere Informationen braucht. Und so lassen sich Mängelrügen sehr leicht schreiben. Und jo, in diesem Sinne hoffe ich, dass diese Beispiele hilfreich sind. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.